Hallo, mein Name ist Sebastian. Heute ein kleines Tutorial zu Networking-Grundlagen in Unity. Das ist also Grundlagentutorial eher für Anfänger, aber es wird dazu künftig auch noch mehr geben. Also wenn dich das interessiert, dann bleib dran und wenn dir das Video gefällt, lass mir bitte ein Like da. Wenn du Fragen hast, dann stell sie gern in einem Kommentar. Wir schauen uns heute also an, wie wir Texte, JSON-Daten und Bilder von einem Webserver laden können und wie wir JSON verwenden können. Ganz kurz zum Aufbau hier. Ich habe hier ein paar UI-Elemente, aber natürlich geht es hier nicht um die UI selbst, sondern ums Laden der Daten. Die drei Laden-Button hier enthalten das jeweilige Skript zum Laden vom jeweiligen Textfeld, holt sich das Skript dann die jeweilige URL. Hier unten wird der Text und das Bild dann angezeigt. Ich teste das Ganze hier mit XAMPP. Das ist ein lokaler Webserver. In meinem Ordner ist hier also Bild und zwei Textdateien zum Testen. Natürlich können wir uns das auch zuerst mal im Browser ansehen. Also das Bild haben wir hier und hier der Testtext und dann hier noch eine weitere Textdatei, die Settings heißt, dazu später mehr. Jetzt schauen wir uns das mit dem Text mal in Unity an. Ich kopiere mir mal die Adresse hier, die URL, drücke Laden und wir haben jetzt hier den Text also geladen vom Server, vom lokalen Server jetzt. Das mit den Farben und der Schriftgröße, was hier unten steht, das funktioniert jetzt noch nicht. Dazu kommen wir dann später noch. Also, wie geht das jetzt? Also mit dem Skript den Text zu laden. Das hier oben mit dem Button, also mit dem Starten des Ladens, das dient einfach jetzt hier nur der Vorführung. Wichtig ist, wir wollen etwas vom Server laden, das geht also nicht in Echtzeit. Je nach Verbindung und Datenmenge dauert das unterschiedlich lang. Das ist also eine asynchrone Operation, zeitversetzt. Zum Beispiel kann man das in Unity mit einer Coroutine machen, so wie hier. Diese Coroutine nimmt die URL und eine Callback-Methode an. Eine Callback-Methode, warum? Es ist im Grunde bildlich gesprochen so, dass wir sagen, bitte lad mir mal den Text. Ich weiß, das kann dauern, lass die Zeit. Wenn du fertig bist, schick mir mal bitte das Ergebnis zurück. Und die Callback-Methode ist quasi das Päckchen bzw. eher die Anschrift, wohin uns das Resultat dann geschickt werden soll. Also hier an Show Text, das ist dieses Action hier, das hier übergeben wird und dann auf diese Methode verweist. Zuerst brauchen wir einen Web-Request. Wir stellen also eine Anfrage beim Server und sagen damit, wir wollen gerne die Datei laden, auf die diese URL verweist. Dann senden wir die Anfrage. Ob das erfolgreich war, können wir ermitteln mit der Property Result. Request.result bringt uns also Ihnen zurück, mit dem wir den Erfolg prüfen können. Das können natürlich auch Fehler sein, zum Beispiel Connection Error, oder es kann sein, dass der Ladeprozess noch andauert oder eben wie hier, dass es erfolgreich war und dann sind wir hier in dem Else. Wenn also am Ende Success zurückkommt, dann bekommen wir unseren geladenen Text vom Download-Händler über die Property Text. Dann feuern wir unsere Callback-Methode und übergeben eben diesen Text an die Methode showText. Und diese weist dann den Text einfach nur noch zu. Das war's also hier schon. Kommen wir nun zu der Datei mit den JSON-Daten, die ich dir vorhin schon gezeigt habe. JSON kommt von JavaScript Object Notation und diente ursprünglich dazu, wie der Name schon sagt, die Daten von JavaScript-Objekten zu speichern und zu versenden. JSON wird aber auch abseits von JavaScript zum Speichern und Versenden von Daten genutzt. Ich denke, das ist vor allem deshalb so, weil es gut für Menschen lesbar ist. Also wenn man sich das anguckt, dann weiß man sofort, was hier los ist. Hier werden also zwei Farben angegeben mit Farbwerten und eine Schriftgröße. Schauen wir uns jetzt also an, wie wir diese Daten verwenden können.
Dieses Skript, LoadJSON, das macht im Grunde das gleiche wie das LoadText auch schon. Die Daten werden sogar über die LoadText-Klasse geladen, nur dass das angegebene Callback nicht mehr wie vorhin auf ShowText verweist, sondern die Textdaten werden diesmal an die Methode set übergeben. Hier im Debug.log werden die Daten genauso ausgegeben, wie du sie gerade in der Datei gesehen hattest. Da wir damit natürlich schwer was anfangen können, müssen wir sie in eine Struktur bringen, mit der wir arbeiten können. Mit anderen Worten, wir machen ein Objekt daraus, und zwar eines vom Typen Settings. Dieser Typ enthält alle Daten mit den gleichen Namen wie unser JSON auch schon. Das Gute ist, dass Unity uns mit der JSON Utility eine sehr einfache Möglichkeit gibt, JSON in Objekte umzuwandeln. Mit Form.json bekommen wir also ein Objekt vom Typ Settings aus unserem JSON gemacht. Nun können wir anschließend mit Settings. Die jeweiligen Daten verwenden. Zum Beispiel bekommt Article.FontSize das Setting FontSize. Zuvor wird noch versucht, den HTML-Farbwert in eine Unity-Farbe umzuwandeln. Wenn das klappt, werden Article Color und Text Color gesetzt. Das können wir mal austesten. Und du hast gesehen, hier ist jetzt die Schriftart größer geworden. Der Hintergrund hier hat eine blaue Farbe bekommen und der Text ist außerdem weiß. Das passt also. Zum Schluss schauen wir noch, wie man ein Bild vom Server laden kann. Das geht ganz ähnlich wie bei Textdateien, nur dass wir den Web-Request für Texturen verwenden, den uns Unity bietet. Und die Callback-Methode gibt jetzt natürlich Texture2D zurück. Wenn alles geklappt hat, bekommen wir also die Textur von Download-Händler.texture. Am Ende wird hier dann noch ein Sprite erzeugt und dem Image zugewiesen. Also testen wir das auch noch kurz. Super, das war's dann für dieses Mal. Wenn du dich für Unity Networking oder ein anderes Unity-Thema interessierst, würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann bis bald, wenn du magst. Ciao, bis zum nächsten Mal.